Diese Woche erwischen wir einen dieser Tage, die man so schnell nicht vergisst. Mega schön, richtig cool. Raste gleich aus! Das ist ein kleiner Hidden Gem. Wir sind unterwegs auf der Wilderness Road. Die Landschaft um uns herum ist absolut überwältigend. Und das Schönste daran ist, solche Momente genau jetzt mit Freunden zu teilen. Bianca ist einfach Hero. Ist so. Wir halten an imposanten Wasserfällen, springen zusammen ins eiskalte Wasser und erleben Schweden von einer Seite, die in uns eine ganz besondere Erinnerung wachruft. Das ist so schön hier! Absoluter Wahnsinn. Willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind schon im Auto unterwegs auf der sehr bekannten, wie wir jetzt erfahren haben, Vildmarksvägen. So ist es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Wir dachten irgendwie, ist es vielleicht noch ein kleiner Geheimtipp, aber dem Verkehr nach, der uns schon entgegengekommen ist hier doch schon einiges los. Nichtsdestotrotz wollen wir das trotzdem die Runde einmal fahren. Wir sind jetzt in der Nähe von Strömsund gestartet und es geht erstmal Richtung norwegische Grenze über ein paar Kilometer Gravel Road, über die wir uns sehr freuen. Am schönsten finde ich hier gerade, dass man hier noch so ein paar Lupinen am Straßenrand sehen kann. Im Süden waren die ja schon alle verblüht. Hier sind sie auch schon am Ausblühen, aber die hatten wir in Patagonien schon überall. Und die fand ich so, so schön. Und da waren wir zur richtigen Jahreszeit da waren die in der vollen Blüte. Und hier sehen wir jetzt wenigstens noch so ein paar Ausläufer. Schaut mal, wie wir da vorne wieder eingeholt haben. Lea und Silvio, die sind heute Morgen schon vor uns losgefahren, weil die meistens die Fahrzeiten nutzen, wenn die Kleine schläft. Und jetzt haben wir sie aber schon wieder eingeholt und fahren jetzt zusammen zum nächsten Stellplatz. Ja, ist wieder mal gar nicht so wenig los hier. Aber gucken wir uns das Ganze mal an. Wir sind gar nicht zu einem Stellplatz gefahren, sondern zu einem kleinen bzw. eher größeren Wasserfall, der hier in der Nähe ist, auch zu dem neuen Stellplatz. Und ich glaube, wir haben es noch überhaupt nicht gesagt, aber wir sind nicht alleine unterwegs. Manu und die kleine Mila sind mit dazu gekommen in unsere Runde. Der begleitet uns jetzt wahrscheinlich den kompletten zweiten Teil unserer Skandinavien-Runde. Und wir haben zufällig auch Philipp und Bianca und
den kleinen Milo getroffen und waren jetzt schon die letzten 2-3 Tage zusammen unterwegs. Richtig, richtig schöne Runde. Silvio und Lea gehören natürlich auch noch mit dazu. Die sind jetzt auch gerade eben angekommen, machen jetzt aber erstmal kurz Pause. Dadurch, dass es aber gar nicht so eine lange Wanderung ist, dachten wir gehen schon mal hier runter und gucken uns den Wasserfall an. Mega schön, richtig cool. Und irgendwie erinnert es zum einen so ein bisschen an Kanada, aber auch an Island, wo so viele Wasserfälle waren und überall sich eben auch so ein Regenbogen durch die Gischt abgezeichnet hat. Das ist hier jetzt auch wieder so, das ist richtig schön. Krass. Wir haben mal wieder richtig herrliches Wetter erwischt und hier drüben auf der anderen Seite vom Wasserfall haben wir noch so einen richtigen Sprühnebel im Gesicht. Richtig herrliches. Also die meisten haben ja gesagt, Norwegen toppt Schweden auf jeden Fall immer. Aber da muss sich Norwegen ganz schön ins Zeug legen. Komm mal das Fenster hoch, es zieht. Das Fenster hoch, es zieht sonst. Diese Sandwichpause wird Ihnen präsentiert von Schalldose und Tour. Das nächste, die ist frei. Leute, jetzt. Hier sind 3 Stück in der Warteschleife. Ja, pack rein. Hau rein. Hast du denn schon einmal, ne? Ich hatte schon 2. Das war mal Käse. Richtig Pro. Wir haben uns von Silvio und Lea verabschiedet. Die sind jetzt hier noch eine Nacht stehen geblieben und wir werden vermutlich die nächsten Tage ein bisschen schneller unterwegs sein. Aber vielleicht sieht man sich noch mal unterwegs, das ist nicht ausgeschlossen. Deswegen ist unsere Runde, sind wir jetzt noch zu dritt unterwegs und wir machen uns weiter Richtung Hochebene Stekenjokk. Und jetzt hier auf dem Weg, also die Strecke ist schon wieder fantastisch und die Lupinen werden immer schöner. Ich raste gleich aus. Und hier kommt jetzt gleich ein Badeplatz und wir versuchen uns mal zu überwinden, da jetzt in das eiskalte Wasser zu springen. Wir gehen jetzt schwimmen. Das ist so ein herrlicher Tag hier auf der Wilderness Road. Mit so schönem Wetter haben wir überhaupt nicht gerechnet und da darf so ein Sprung ins kühle Nass natürlich überhaupt nicht fehlen. Gut, dass wir jetzt hier so einen kleinen Spot gefunden haben, wo wir alle einmal reinflitzen konnten.
Und genau für solche Momente haben wir natürlich auch in unserem Mikrocamper die Reisehandtücher von Valleys & Hills dabei. Die Reisehandtücher Linea begleiten uns mittlerweile schon seit über 4 Jahren auf unseren Reisen und egal ob auf unserer Langzeitreise entlang der Panamericana oder im Handgepäck nach Island, wir haben sie einfach immer mit dabei und sie dürfen auf keinen Fall fehlen. Sie sind die perfekte Alternative für die Mikrofaserhandtücher. Sie fühlen sich super weich und angenehm auf der Haut an und das Beste ist, sie sind zu 100% aus Bio-Baumwolle und fair in der EU hergestellt. Hinter Valleys & Hills stehen Christina und Andreas, beide selbst passionierte Camper und sie haben sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Gadgets und Produkte fürs Campen herzustellen, was ihnen richtig gut gelungen ist, wie wir finden. Unsere Reisehandtücher Linea sind das perfekte Beispiel dafür. Sie sind winzig im Packmaß und wenn ihr für euer nächstes Abenteuer oder für euren Sommerurlaub also noch auf der Suche seid nach dem besten Reisehandtuch, dann schaut doch mal bei Valleys & Hills im Onlineshop vorbei und mit unserem Code NEULANDSTORIES10 spart ihr 10% auf euren gesamten Warenkorb. Der Code ist bis zum 14.08., also insgesamt 14 Tage ab heute gültig. Und das Beste ist, ihr könnt ihn sogar auf die rabattierten Bundles anwenden, also doppelt sparen. Ich packe euch aber unten nochmal in die Beschreibungsbox alle Infos rein. Und jetzt packen wir schnell zusammen, bevor wir hier von den Moskitos aufgegessen werden und fahren weiter. Was macht es? Warum? Wasserfall. Volles Programm heute, hä? Wasserfall jetzt. Straffes Programm heute hier. Sehen so cool aus, die Steine. Das ist ein kleiner Hidden Gem. Das sieht richtig cool aus und auch so komplett anders als das, was wir so bisher gesehen haben und was wir erwartet haben. Das ist richtig schön. Die Steine hier, die sehen so cool aus. Ist abgefahren. Die glitzern so richtig im Wasser und auch wenn man es rausnimmt, die sind so richtig zerbrechlich. Richtig schön hier. Wo bleibt es denn? Sandwich-Runde 2. Eigentlich sind wir nach Skandinavien gekommen, um auch mal wieder viel Zeit für uns zu haben. Alleine. Bisher gab es auf dieser Reise genau einen einzigen Tag, an dem wir wirklich für uns waren. Aber die Begegnungen der letzten Wochen waren einfach zu besonders. Ganz besonders schön war es, Lea und Silvio nach all den Jahren Online-Freundschaft endlich persönlich kennenzulernen. Zu sehen, was für wunderbare Eltern die beiden sind. Wir haben hier eine intensive, schöne Zeit zusammen verbracht und durften traumhafte Orte für ein paar Tage unser Zuhause nennen.
ist ein paar Grad kälter geworden, aber es sieht absolut traumhaft hier aus. Es ist so ein schönes Licht, wie die Sonne hier fällt. Und wir haben 8:30 haben wir jetzt. Und es fühlt sich an wie ein ewiger Sonnenuntergang. Es ist einfach so schön. Abgefahren. Man schaut aus dem Fenster und verliert sich langsam in seinen Gedanken, driftet ab in Tagträume, träumt von einer Zukunft, die wir uns selbst vor ein paar Jahren wahrscheinlich nie so vorgestellt hätten. So vieles hier erinnert uns an unsere Zeit in Kanada, an dieses ganz warme, heimelige Gefühl von damals. Kein Land auf unserer bisherigen Reise hat uns so sehr geprägt. In keinem Land haben wir so viele inspirierende Menschen kennengelernt, die für uns heute noch wie Familie sind. Vielleicht haben wir auch tatsächlich deshalb manchmal so ein schweres Herz, weil sich die Zeit mit all den Menschen hier auf den Straßen Schwedens genau nach diesem Gefühl angefühlt hat und weil mit jeder Kurve wieder ein kleines bisschen Fernweh aufkommt. Das ist so schön hier! Absoluter Wahnsinn. Es lohnt sich auf jeden Fall, zu so einer bisschen späteren Uhrzeit hierher zu fahren. Also ich meine, man hat natürlich trotzdem viel Zeit, weil es ein sehr langer Sonnenuntergang ist. Aber wenn die Sonne dann schon ein bisschen tiefer steht, das Licht fällt so durchs komplette Tal, das sieht so fantastisch aus. Und wir haben echt Glück, dass wir jetzt die ganze Zeit eigentlich schon, seit wir in Schweden sind, so geiles Wetter haben. In Schweden kann man richtig was erleben. Wir haben unser Camp gefunden und es bin ganz schön dunkel, sehe ich gerade. Die Sonne geht so langsam unter. Wir machen uns gerade noch eine Kleinigkeit zu essen und dürfen dann bei Bianca und Philipp im Van essen und uns aufwärmen. Und ja, es wird vermutlich eine sehr kalte Nacht. Es ist jetzt schon sehr kalt, aber es ist wunderschön. Morgen. Da kommt noch ein Kopf raus. Wir haben die kälteste Nacht der Reise überstanden. Dank der Hilfe von einer Kuscheldecke von unseren Nachbarn und gestern Abend einen netten Aufenthalt bei unseren Nachbarn im Van, einer Wärmflasche von unseren Nachbarn und hervorragenden Schlafsäcken. Sehr gut. Wir haben nicht gefroren. Aber es ist kalt. Während wir das Dachzelt zusammenklappen, werfen wir noch einen kurzen Blick in den Motorraum. Seit ein paar Tagen ist da dieses leise Quietschen, das nicht so wirklich verschwinden will. Drückt uns mal die Daumen, dass es nichts Großes ist. Für die gastronomische Kulinarik habe ich mir einfallen lassen, wir machen heute Abend eine Gemüse-Kokossuppe. Werdet ihr damit einverstanden? Eine Gemüsekokossuppe klingt traumhaft. Nur noch eine kurze Zwischenfrage. Mir würden ein paar Zutaten fehlen. Entweder gehen wir noch einkaufen oder vielleicht habt ihr noch ein paar Kartoffeln. Wir haben noch Zwiebel, Möhre und Kartoffeln tatsächlich. Ich glaube, Kartoffeln würden reichen. Den Rest habe ich da. Und dann gibt es das heute Abend zum Essen. Basti hat ja schon gesagt, wir haben die kalte Nacht überstanden, aber auch nur mit der Hilfe von Philipp und Bianca. Die beiden sind so herzig und ja,
Wir saßen einfach gestern noch im warmen Camper. Sie hat mir eine Wärmflasche gemacht und wir haben noch eine Kuscheldecke von denen mit rüber ins Dachzelt nehmen können. Und somit war mir heute Nacht tatsächlich warm im Schlafsack. Also checkt die beiden auch auf jeden Fall mal auf Instagram aus. We Rode Together. Das, was wir nämlich gerade machen mit denen. Und vielleicht, no pressure an Philipp, kommt auch ein YouTube-Video raus von den beiden. Ebenfalls We Rode Together. Unbedingt mal reingucken. Und ja, jetzt fahren wir weiter Richtung Wilhelmina, was schon quasi das Ende von der Wilderness Road ist, aber nicht von unserem Abenteuer durch Schweden. Die Landschaft hier sieht einfach schon wieder richtig abgefahren aus. Auch ohne Sonne heute. Wir sind in Wilhelmina angekommen. Das ist sozusagen der Endstop von der Wilderness Road. Leider hat die Sonne nicht durchgehalten bis hierher. Deswegen sind wir jetzt in unsere Regenjacken geschlüpft und wir hüpfen jetzt aber gleich mal direkt ins Café hier. Und ja, wir haben alle Hunger. Skihas. Geklappt, ja. Wie bei uns. Das ist schon doch nicht schlecht. Sehr, sehr niedlicher Ort und das Café war jetzt auch richtig süß, war richtig lecker, lecker Mittag gegessen, Fish and Chips für Basti, ich hatte einen kleinen Sehr Salat lecker. und zum Nachtisch noch Kuchen. War gut. Kleiner Zwischenstopp lohnt sich hier auf jeden Fall. Wir gucken jetzt nach Peppy und Dann geht's weiter. dann geht's direkt weiter. Wir sind am nächsten Spot schon angekommen und haben hier unser Camp aufgebaut. Hat noch ein bisschen geregnet, aber jetzt hat es glücklicherweise nachgelassen bzw. sogar fast aufgehört. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil da hinten schon die nächsten Wolken anrollen. Aber hier gibt es eine kleine Schutzhütte, wo wir in der Schutzhütte auch Feuer machen können. Und ja, Basti und Philipp machen unten schon Feuer. Bianca kocht uns ein leckeres Chili. Wir werden also richtig verwöhnt und machen uns jetzt einen schönen Abend.
Wir haben es uns hier in der Hütte gemütlich gemacht und Bianca hat uns wieder ein absolutes Traumessen gezaubert. Eigentlich hatte ich angekündigt, dass ich Chili kochen will, aber Bianca ist einfach ein Hero. Ist so. Was soll man sagen? Was werden wir ohne dich machen? Ihr werdet es überleben. Gerade so. Deswegen kosten wir das, Achtung Wortwitz, kosten wir das absolut aus und essen jetzt leckeres Chili ums Feuer rum. Wie könnte es besser sein? Frischkäse, Pepper. Wie du wolle. Boah, das schmeckt so geil. Das ist der. Ich bin nämlich. Nein, macht drauf, was ihr braucht. Nimm die Köchin mit auf die Reise. Unbedingt. Was machst du Anfang Oktober? Urteil? Ja. Vielen Dank. Prost. Prost. Ist das geil. Aufhören zu schwärmen. Nee, ne? Das ist so. Ja, komm jetzt mal. Aufs Vanlife. Aufs Aufs Vanlife. Wie sagt man eigentlich nicht Riesenfuß? Skoll? Skoll. Ja, stimmt. Skoll. Skoll. Ja, stimmt, Skoll. Skoll. Peppi und ich, wir haben uns hier jetzt schon eingemuckelt. Es ist einfach noch abgefahren, wie hell es ist. Es ist schon 10, glaube ich, oder 10:30. Basti räumt unten noch auf und kommt dann auch gleich hoch. Wir wärmen schon mal die Schlafsäcke vor und verabschieden uns für diese Woche. Es war richtig, richtig schön. Einfach Schweden pur. Es war eine absolut perfekte Woche und dann noch in so toller Begleitung. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ja, wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Deshalb abonniert unseren Kanal, liked und hypt das Video. Das Emoji der Woche ist ein Frosch, weil wir alle so mutig ins Wasser gesprungen sind und ich mache das jetzt einfach mal, ohne auf Basti zu warten und moderiere das Video ab und sage einfach nur noch Danke, Ende.